Hallo, willkommen beim 1000 Wecker Report. Heute mit dem Thema weitere starke Ausbrüche bei Penny Goldaktien. Disclaimer. Weitere massive Ausbrüche bei Penny Goldaktien. Ja, hier sehen Sie eine Meldung eines Unternehmens, was dann zu einem starken Ausbruch geführt hat. Ich lese mal einige Teile davon vor. Das Unternehmen hat mit der Erprobung mittels eines Schwerkraft-Goldtisches in der Miller Goldmine begonnen. Also das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass die Miller-Mine nach Fertigstellung des Portals erneut betreten wurde und den angesammelten Schlamm zu beseitigen und Bereiche zu entwässern, in denen die bestehende Minenerschließung unter Wasser steht. Eine große Schlammprobe würde über einen Schwerkrafttisch geleitet, um festzustellen, ob sie Gold enthält. Auf dem Schwerkrafttisch wurde zum einen sichtbares Gold in ausreichender Menge festgestellt, um die weitere Verarbeitung dieses Schlamms zu fördern. Die Entwässerung der Mine erfolgt gleichzeitig mit der Entfernung des Schlamms. Dies wird den Zugang zu Teilen der alten Mine ermöglichen, die zuletzt in den 1960er Jahren betrieben wurde. Die Miller Goldmine befindet sich im Broadwater County des Bundesstaates Montana, USA. Die Mine liegt etwa 29 nordöstlicher von Townsend in Montana, USA. Das Vorhandensein von Mineralisierung wurde durch jüngste Probenentnahmen in Bereichen der Mine, in denen ein Zugang möglich ist, bestätigt. Ja, wenn es vielleicht vor einem Jahr oder vom halben Jahr diese Meldung gegeben hätte, möglicherweise hätte die Aktie gar nicht reagiert. Wir haben mittlerweile eine völlig veränderte Situation. Ähm, Solche positiven Meldungen, dass eigentlich mal wieder eine Mine in Betrieb werden kann und so führen, wie Sie sehen, mit einmal urplötzlich zu extrem starken Anstiegen. Ja, hier im Prinzip von 2 Cent auf in der Spitze auf 17 Cent. Das muss man sich mal vorstellen. Einfach so aus dem Nichts fast ein Tenbecher. Aber so funktionieren sie, die Goldaktien. Diese Penny Stocks, man muss eben in diesen Penny Stocks vorher investiert sein. Und man hat das gar nicht so auf dem Radar, wo diese Ausbrüche kommen. Aber bei einigen kommen sie und ich glaube, wenn es wirklich einen starken Anstieg des Goldpreises gibt und allgemeine Euphorie, dann haben wir überall bei Top-Goldaktien, Penny-Goldaktien ähnliche Ausbrüche. Und das ist das Unglaubliche. Ich weiß nicht genau, an welche das kommt. Deswegen muss man das Geld auch verteilen, gute vielleicht nachkaufen. Aber wenn die Eruption kommt, ist da zum großen Teil der Hebel raus. Und das ist eben eine Aktie, die habe ich beispielsweise auch in meinem 1000-Wecker-Report unter der Kategorie Gamble geführt. Und ich habe das hier mal rauskopiert. Die war damals vor dem Ausbruch mit 2,2 Millionen Marktkapitalisierung bewertet. Hochgradiges Gold hatte ich hier notiert. Diese Eins, das bedeutet 1 Million Unzen Gold. Es können, wie gesagt, auch mehr werden. Die Meldung kann zunehmen. Sie sagen, es sind neue Gebiete. Vielleicht werden 2, 3 Millionen Unzen Gold. Und wenn das dann natürlich auf die Mania trifft, treibt das den Kurs. Und einen Teil haben sie da miterlebt. Wie gesagt, sowas ist oftmals nicht sehr lange nachhaltig. Kann sowas auch schnell wieder 50% senken. Aber wir stehen ja erst am ganzen Anfang einer Goldmania, dass denn solche Aktie Richtung 1 Dollar getrieben wird und mehr ist absolut realistisch. Unten sehen Sie auch die Charts. Hier rechts das langfristige Chart, das im tatsächlichen Mehr-Dollar-Bereich war. Und hier eben links der kurzfristige Ausbruch. Aber nochmal zurück zu dem, was ich im 1000-Becker-Report unter Gamble gemalt habe. Also LS heißt Late Stage, angehender Prozent USA, Montana. Und aus dieser 1 Million Marktkapitalisierung, hochgradiges Gold, 1A Länderrisiko, hat sich damals bei 2,2 Millionen Marktkapitalisierung, sage und schreibe, ein Potenzialfaktor von 340 erreicht. Und deshalb nenne ich die Top. Das sind dann Aktien, die im Grunde genommen eine positive Ausbruchsdynamik aufweisen, mit sehr hohem Potenzial. Top. Und in dem Fall hat es geklappt. Das kann man nicht vorhersehen, wann es ausbricht. Aber man kann eben identifizieren und anzeigen, welche Aktie ist eben extrem unterbewertet. Ja, nun, wie gesagt, man kann sie auch gerne mal wieder 50% fallen oder wie auch immer. Aber langfristig ist das Potenzial sicherlich auch noch enorm. Natürlich nicht mehr 340. Wie gesagt, vielleicht steigt sie auf 1 Dollar, 2, 3, muss man sehen. Das ist ja auch nur eine Abschätzung. Aber jedenfalls
konnte man mit dieser Abschätzung und Beobachtung, da hat man doch eine relativ hohe Chance, eine derartige Goldaktie im Vorfeld vor diesem Ausbruch zu kaufen. Und das ist ja der ganze Sinn dieser Goldaktienselektion, dass man eben in solchen Aktien davor mit drin, natürlich braucht man Glück, natürlich muss man gute nachkaufen etc., aber wir haben sie im Vorfeld identifiziert. Das wollte ich Ihnen einfach als Beispiel mal aufweisen, was sich im Grunde genommen für sehr, 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 sehr viele Goldaktien in dieser sehr seltenen Phase, das muss man auch immer wieder hinzusagen, diese Phase ist selten. Meistens sind Goldaktien unglaublich schlechtes Geschäft. Sie sind ganz lange Bärenmärkte, sind typischerweise 10, 20 Jahre, kann es schlecht sein mit kleinen Steigerungen und dann wieder langen Phasen der Lethargie. Aber wir glauben ja, dass wir, sage ich mal, mindestens 6 Monate steigende Gold- und Silbernotierung sehen und dass diese extreme Unterbewertung vor allen Dingen abgebaut wird. Und wenn Sie sich heute Gold und Silber kaufen, das sieht überhaupt nicht spektakulär, überhaupt nicht gut aus. Es sieht eigentlich eher so aus, als es runtergeht. Aber dem widersprechen diese Ausbrüche dieser Goldaktien. Und ich kann Ihnen sagen, bei diesen Penny-Gold-Aktien, und meine Leser kennen das ja, schauen Sie sich das an, gerade unter Gamble, viele auch eben die markierten, da brechen welche massiv aus. Also, und die jetzt positive Dynamik zeigen bei schlechten Gold- und Silberwerten. Das heißt, die Goldaktien koppeln sich an. Das heißt, die Investoren erwarten steigende Gold- und Silberpreise. Und das läutet möglicherweise die Goldaktie mal. Meiner Meinung nach die Investmentchance des Jahrhunderts ein. Gut, das ist ein Beispiel. Ich finde absolut spektakulär. Wo gibt es sowas, dass hier was von 2 Cent auf 17 Cent einfach in kurzer Zeit steigt? Das ist einfach unglaublich. Das war vielleicht in der Hochzeit der Kryptowährung, hat man sowas gesehen. Aber ich denke mal, Goldaktien sind jetzt die neuen Kryptowährungen. Natürlich nicht für immer. Es wird jetzt einen Aufwertungsprozess von 3, 6 Monaten geben. Dann sind die Penny-Gold-Aktien in den Dollarbereich und mehr gewachsen und dann ist die Unterbewertung abgebaut. Aber ich wollte Ihnen einfach mal zeigen, wie es läuft und dass wir auch in der Lage sind, solche Aktien im Vorfeld zu identifizieren durch diese oben von mir hier rauskopierte Kennzeichnung. Ja, hier nochmal ein Goldprojektgenerator Alaska, Marktkapitalisierung 20 Millionen australische Dollar, sehr hohes Risiko. Die operieren in Alaska. Also das Fairbanks Gold District Treasure Creek ist ein großes Grundstück an der Fläche von 116 Quadratkilometer und insgesamt ist es nur 20 Kilometer von Fairbanks City entfernt. Fairbanks City sehen Sie hier mehr oder weniger hier in der Mitte äh, von Alaska, mehr oder weniger. Dann in der Nähe ist auch das Grand Elster-Gebiet. Historische Grandgoldmine liegt auf 34 Quadratkilometer Grundbesitz. Grand versiegt über 4 separate goldhaltige Quarzadern, die in der Tiefe und entlang des Streichen offen sind. Die abgeleitete Mineralressource York 220 Typus für die Grandmine beläuft sich auf ja, hier 364.000 Unzen, 1,95 Gramm pro Tonne Gold und nochmal eine Untertageressource von 136.000 Unzen Gold mit 6,2 hochgradiges Gold. Also insgesamt haben sie also eine nachgewiesene Ressource von mehr oder weniger ja, 500.000. Und dann haben sie noch das NE Fairbanks Gebiet, das um fast 164 Quadratkilometer großes Konzessionsgebiet. Und in einem Umkreis operieren King Cross, Goldbetrieb Ward Knox sowie Jill sowie Freegold Ventures Golden Summit Projekt. Also wirklich ein von etablierten, in der Nähe etablierter hochgradiger Minen. Meiner Meinung nach sehr interessant, eben aber auch eben, weil es in Alaska ist, sichere Gebiete hat und das ist, sage ich mal, eine Aktie, die müsste meines Erachtens auch auf weiter steigende Notierung oder gute Bohrergebnisse sehr gut reagieren. Dann haben sie noch das Liberty Bell Gold Projekt, 96 Quadratkilometer, das 115 Kilometer südlich von Fairbanks. Da gab es Mineralproben mit 10,5 Gramm pro Tonne auf 22 Meter, was ordentlich ist, und auf 14 Meter 16,8 Gramm pro Tonne. Schauen wir uns mal hier Alaska an. Das ist hier diese Tetina Goldprovinz. Ich glaube, in diesem Kanal wurden insgesamt ich meine, 16 Millionen Unzen Gold gefunden. Deswegen sind hier viele etablierte
Goldunternehmen, so diese Gebiete auch. Und in einem Goldboom könnten die, das sind ja wirklich große Gebiete, hochgradiges Gold, 1A Jurisdiction, könnte denn diese Aktie auch theoretisch, sag mal, Feuer fassen. Natürlich, wie alles, immer keine Empfehlung, es ist eben auch sehr hohes Risiko. Aber ich nehme natürlich an, jetzt in einem Gold- und Silberboom auf Gold 2300 sind wir natürlich für diese Zeit aus der Gefahrenzone raus. Gefährlich wird es einfach erst, wenn, sage ich mal, eine gewisse euphorische Welle erreicht ist. Also wenn wirklich viele Menschen von Goldaktien sprechen, dann wird das sicherlich noch eine Zeit lang nach oben gehen, aber dann sind eben große Rückschläge zu erwarten. Also wenn große Euphorie dann eintritt, weil Goldaktien sind ein Kurzfristevent. Man muss den zerstörten Markt kaufen und auf irgendeine Form von Euphorie warten und das dann abstoßen. Anders geht es in dem Sektor nicht. Das sind keine normalen Aktien, das ist ganz klar. Das sind, so wie da Casey das sagt, das sind Burning Matches. Also das heißt, es ist wie ein Streichholz, den entzündet man, der brennt, er kann ein ganzes dunkles Kino oder einen dunklen Raum alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen, aber es ist ein kurzes Vergnügen, geht wieder aus. Und das ist und das heißt für uns die hohe Bewertung und müssen wir abstoßen. Ich denke mal, die Euphoriewelle am Ende sehen wir vielleicht irgendwo Mitte des Jahres. Gestern habe ich ein Video gesagt, mindestens 35 $ Silber, kann ja auch ein höherer Spike geben, muss man sehen. Silber zeigt es an. Wenn wir da irgendwie vertikal, senkrecht steigen, enorme Euphorie sitzen, dann ist es im Grunde genommen Verkaufssignal. In der Vergangenheit ist es jeweils so gewesen. Wir wissen ja nicht wirklich, wie brachial es weiter hochgeht. Das kann ja keiner sagen. Aber trotzdem, wenn irgendwas senkrecht dann steigt, wo wir ja noch lange nicht sind. Silber ist negativ. Das ist heute 22 noch was. Das ist absolut nicht interessant. Ist eben noch Kaufzone für die Goldaktien. Aber solange, wenn Silber dann irgendwann senkrecht steigt, große Euphorie und wenn vielleicht möglicherweise irgendwo 40 $ überschritten ist, wird es möglicherweise luftig. Goldaktienbullmarkt der 1970er Jahre und die aktuelle historische Unterbewertung. Ja, das sind zwei Faktoren, die man wissen sollte. In den 1970er Jahren gab es den bislang größten Goldaktienbullenmarkt. Da sind eben Aktien von 15 an 20 Cent auf 10, 20, 30, 40 $ gestiegen. Also aus 1000 $ konnte man eine Viertelmillion machen, war gar nicht so selten. Unglaubliche Situation. Auch da waren die Goldaktien ziemlich unterbewertet. Und dann kam auch eine enorme Euphorie aus und deswegen die hohen Bewegungen. Aber das unterschiedliche Staat, das hebelt im Grunde genommen nochmal die obere Aussage. Also die obere Aussage geht eigentlich von einer mehr oder weniger, Sie sehen, wo das Goldband, das okay, das geht jetzt nicht in die 70er Jahre, zugegeben. Trotzdem, Goldaktien waren strukturell in den 70er Jahren ähm, vermutlich auch strukturell höher bewertet als heute. Heute selbst der tiefste Stand in den 1970er Jahren, wo diese Bewegungen möglich sind, ist vollkommen zerstört worden. Wir sind noch mal viel, viel extrem tiefer, als wir da waren. Das kann der Verstand gar nicht begreifen. Warum das so ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich denke, Sie wissen, dass das Finanzsystem wird mit Derivaten, werden die Preise gestaltet und die ganze Kraft der Derivaten, das sind, glaube ich, waren es 27 Mal das Bruttosozialprodukt der Erde oder waren es 270-fach? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins, dass diese Kraft dieser Derivate genutzt werden, um die Preise zu manipulieren. Und ich nehme mal an, das hat man mit Goldaktien strukturell gemacht. Und diese Kraft dieser Derivate mit dem zunehmenden Ende dieses Finanzsystems lässt nach und damit auch die Preisdrückung und damit könnte es eine überproportionale Goldaktienmania einladen, die alles in den Schatten stellt, was Sie je gesehen haben. Warum könnte das so sein? Die Insider natürlich wollen die Leute von, die anderen, die Outsider von, also Sie und mich, von Gold und Goldaktien fernhalten, ist ja nicht interessant. Wir sollen andere Sparfonds machen, die sich dann aber schnell entwerten. Und Sie selbst wollen möglicherweise an diesen Insider-Profiten profitieren. Das könnte das sein. Äh, Ich nehme es an, dass es in die Richtung geht. Und deswegen investieren wir so fanatisch in Goldaktien in der Hoffnung, dass da etwas Wahres dran ist und dass diese Unterbewertung bei einem nur moderat steigenden Gold- und Silberpreis
in extremster Weise abgebaut wird. Ne? Dass eben solche Entwicklungen, wie Sie das gesehen haben, hier von 2 Cent, das ist schon sehr extrem, auf 17 Cent in ganz kurzer Zeit, dass sowas massenhaft einsetzt bei Goldaktien mit großen Ressourcen. Und das könnte in die Richtung gehen. Und das ist es möglicherweise, was wir da gesehen haben, ist erst ein ganz, ganz kleiner Anfang. Das kommt vielleicht erst auf breiter Basis. Ein wirklich nicht vorstellbares äh, Preisbeben nach oben. Ja, 1000-Becker-Report. Wir versuchen eben diese Aktien zu identifizieren. Die von mir erwähnte Indewachse war dann in diesem Report eben, das ist hier moderates Risiko, es gibt dann noch hohes Risiko und Gamble. Die war natürlich in der Gamble bei einer Marktkapitalisierung von 2,2 Millionen. Sie können genauso gut auf Pleite gehen und sonst was. Das heißt es bei Gamble. Wir versuchen eben diesen Potenzialfaktor zu rechnen, deswegen auch diese Zahl. Das ist aber eher ein Vergleichsindikator. Es ist einfach mal abgeschätzt, wo könnte diese Goldaktie sein, wenn wir wirklich in der Mania-Phase sind. Und das wird sich erweisen, wie sie sind, aber trotzdem ist das Aufwärtspotenzial insgesamt hoch. Also ein hoher Potenzialfaktor heißt dann auch zumindest, dass diese Aktie dann durchaus die theoretische Möglichkeit hat, enorm zu steigen. Ja, wir haben auch eine Exit-Strategie entwickelt. Was kauft man, wenn dieser Boom vorbei ist? Ähm, ja, also wie gesagt, so ist es hier geordnet. Das ist ein Excel-Sheet. Wir berechnen diesen Potenzialfaktor. Grad des Goldes wird ermittelt. Teilweise diese Videos, die ich mache zu den einzelnen Aktien, sind da auch nochmal verlinkt. Und wir versuchen eben diese Aktien dann so zu unterteilen. Die sind dann zum Beispiel mit Top markiert. Da ist dann eine hohe Anzahl Ressourcen und gute Chartdynamik. Und die roten ist ja mehr oder weniger nicht so spektakuläre Ressourcen, aber trotzdem eine hohe Chartdynamik. Ich meine, es ist so ein bisschen auch rumrühren im Unbekannten. Viele Faktoren wissen wir nicht. Viele Informationen kriegen wir natürlich auch nur durch die Beobachtung. Aber wenn man das intensiv genug macht, ist es doch möglich, einige Gewinneraktien meines Erachtens zu identifizieren. Gerade wenn wir jetzt von einer starken Boomphase gehen. Da wird es natürlich leichter. Das ist natürlich die schönste Phase des Bullenmarkts. Wie Sie wissen, gibt es auch andere Phasen. Ja, Einlagerung von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft für Sachwerte. Ähm, ja, das ist einfach ein Unternehmen, das zu jeder Zeit an Edelmetalle gekommen ist, sehr günstig ist, eine Überweisung und ist im Zollfreilager in der Schweiz eingelagert. Genauso leicht können Sie das verkaufen, Sie können sich ausliefern lassen. Einfach ein Tool, um schnell in ausreichender Menge günstig an Gold und Silber zu. Preisvergleich, gold.de, Portale anschauen. Ja, weitere Informationen, welchen Broker können Sie arbeiten, wo Edelmetalle einlagern in der Schweiz und Liechtenstein, Langfristcharts, Goldaktien, Goldratio, weitere Diskussionsportale wie COCA sind noch verlinkt, ähm, Videos von Experten wie Uwe Bergold. Wenn Sie mich erreichen wollen, schreiben Sie mir eine Mail oder rufen Sie mich an. Sobald ich Zeit habe, melde ich mich dann bei Ihnen wieder. Ja, ich bedanke mich noch ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit zugesagt haben. Die Glocke vielleicht betätigen und dann werden Sie sofort über neue Videos informiert, ein Like geben, weil dann wird dieser Inhalt auch anderen potenziell interessierten Zuschauern bei YouTube das Video dann vorgeschlagen. Also nochmal besten Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.